Sichere Häfen bei der Flüssiggasversorgung führen Förderkürzungen und Embargo zur Ölunterversorgung 2023 und Produzentenpreise erstmals am Rückzug. Die Speicher in Europa sind gefüllt, die kalten Tage kommen erst. In Deutschland nimmt nach dem teuersten Flughafen nur auch das teuerste Flüssiggasterminal am 1. Dezember den Betrieb auf. Derzeit kommen und warten 77 mit Flüssiggas beladene Schiffe, um die begehrte Fracht in Europa zu entladen. Ein Beispiel dazu. Täglich werden derzeit in Rotterdam rund 500 Gigawatt gelöscht. Damit können Schweden und Österreich zum Beispiel versorgt werden. Kommen wir zur Zeitungsente der Woche. Das Wall Street Journal berichtete diese Woche fälschlicherweise über eine Anhebung der Ölförderung. Hintergrund dafür war eine angenommene Lockerung der Covid-Politik in China. Das passiert aber derzeit nicht. De facto läuft es anders. Es wird derzeit sowieso weniger produziert, als in der OPEC Plus vereinbart ist. Saudi-Arabien, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate können die Produktion drosseln, womit am Ende rund 1 Million Förderkürzung bleibt. Bleibt noch das EU-Embargo für russisches Öl ab Dezember, wo nochmal bis zu 1 Million Barrel entfallen können, wenn Russland keine anderen Abnehmer weltweit findet. Die Internationale Energieagentur geht bei einer weiteren Verschärfung des EU-Embargo und bei konsequenter Einhaltung der Kürzung von einer Unterversorgung im Laufe des Jahres 2023 aus und damit mittelfristig von höheren Preisen. Bleiben wir im aktuellen Umfeld und den derzeit stabilen Energiepreisen bei Öl und Gas. In der Grafik seht ihr die hellblaue Linie, das ist der Ölpreis in Euro gerechnet für 2021 und gegenübergestellt die dunkelblaue Linie für 2022. Zuletzt ging die Preisdifferenz zurück, also weniger Inflationsdruck. Vergleichen wir nun auch die amerikanischen und europäische Inflation der Produzenten, so erkennen wir einerseits eine große Differenz, die mit dem stark gestiegenen europäischen Gaspreis und teilweise einem gestiegenen US-Dollar zu tun haben. Andererseits, der kleine Haken nach unten ist ein erstes Signal in Europa für sinkende Inflationsraten. Wir informieren euch regelmäßig, abonniert den Kanal hier, um nichts zu versäumen. Ein Daumen hoch freut und motiviert uns natürlich besonders. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und gesund bleiben, euer Joachim Hagmann.